Servus, um den bootfähigen USB-Stick zu erstellen, der die Hardwareanforderungen TPM 2.0 und auch den Microsoft-Kontozwang deaktiviert, gehen wir auf die Microsoft-Seite, um Windows 11 herunterzuladen. Kurzer Hinweis, Microsoft empfiehlt das eigentlich nicht. Windows 11 sollte nur auf empfohlener Hardware installiert werden. Diese Variante umgeht die Hardware-Regelung, funktioniert aber meistens problemlos. Manche Features und Updates könnten später Probleme machen. Also alles auf eigene Faust. Ich bin nicht schuld, wenn es mal nicht klappt. Aber das wisst ihr, sonst wärt ihr nicht hier. Weiter geht's. Ich gebe hier einfach Windows 11 in die Suchleiste oben ein, scrolle mich bis zur richtigen Seite, Windows 11 herunterladen klicken. Dann scrollen wir nach ganz unten, bis wir sehen Windows 11 ISOs. Klicken auf die Multi-Edition, wählen dann jetzt herunterladen, warten 2-3 Sekunden, dann wählen wir die Sprache aus, bestätigen das Ganze. Den generierten Link klicken wir an. Die Datei ist 7,2 GB groß, kann also ein wenig dauern, bis sie heruntergeladen ist. In der Zwischenzeit laden wir uns noch das kostenlose Programm Rufus runter. Das ist das beste Tool, um bootfähige USB-Sticks zu erstellen. Und bitte genau die Bypass-Optionen an, die wir brauchen. Dazu gehen wir auf die Seite rufus.ie. Dort klicken wir dann auf Download und wählen die portable Version herunter. Bis das alles heruntergeladen wurde, können wir uns einen USB-Stick vorbereiten. Dieser sollte 8 GB haben mindestens, besser wäre natürlich 16 GB. Diesen stecken wir dann in unseren Rechner ein. Dann starten wir Rufus. Das Programm erkennt automatisch euren USB-Stick. Bitte nochmal kontrollieren, ob es auch der richtige ist, falls ihr mehrere eingesteckt habt. Im oberen Bereich bei Boot auf Auswahl klicken, wählt die gerade heruntergeladene ISO aus. Wenn das Image eingelesen wurde, können wir noch eine Laufwerksbezeichnung eingeben. In diesem Fall ist es Windows 11. Die anderen Einstellungen könnt ihr meist so lassen. Partitionsschema GPT, Zielsystem UEFI, das passt für die meisten modernen PCs. Um zu überprüfen, ob dieses Partitionsschema für euch zutrifft, drücken wir die Windows-Taste, geben MS-Info ein und sehen dann bei BIOS-Modus, ob UEFI dort steht. Dann können wir GPT lassen. Sollte dort Legacy stehen, dann solltet ihr im Partitionsschema auf MBR wechseln. Bei mir lassen wir es auf GPT, UEFI. Der wichtige Teil kommt, wenn wir auf Start drücken. Dann öffnet sich das Windows-Benutzererfahrungsfenster. Hier können wir dann das wichtigste Anforderung TPM entfernen und auch die Anforderung für ein Online-Microsoft-Konto können wir entfernen lassen. Danach kommt die Option, dass wir ein lokales Benutzerkonto erstellen. Dort können wir dann gleich den Namen eingeben, dann müssen wir das später nicht mehr machen. Wir regionale Option auf die gleichen Werte des Benutzers setzen, dann noch die Datensammlung deaktivieren und auch Deaktivieren der automatischen BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Dann OK, dann kommt die Meldung, dass alle Daten auf dem USB-Stick gelöscht werden bei der Formatierung. Auf diesem USB-Stick sind noch mehrere Partitionen verfügbar, auch diese werden alle gelöscht. Hier bekommen wir eine separate Warnung und nach ein paar Minuten ist unser Stick fertig. Mit diesem modifizierten USB können wir nicht nur neue Rechner beglücken, nein, wir können auch Windows 10 Anwendungen auf Windows 11 updaten. Dazu einfach den Stick einstecken und die Setup-Datei starten. Und dann startet der ganz normale Upgrade-Prozess, den wir durchlaufen müssen. Wenn ihr zur Verbesserung beitragen möchtet, dann natürlich anklicken, sonst auf Weiter. Dann werden Updates gesucht und abgerufen. Das kann mitunter etwas länger dauern. Wenn das abgeschlossen ist, sehen wir hier Windows Home 11, persönliche Daten und Apps behalten und installieren. Und wenn dann alles geklappt hat, können wir noch kontrollieren, ob wir wirklich Windows 11 oben haben. Gehen wir auf das Windows-Symbol, geben das in die Suchzeile ein und hier haben wir Windows Version
520H2. Wenn ihr Fragen habt oder etwas nicht klappt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss.